Hallo meine Lieben, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute will ich mal Pelmenis machen. Das war jetzt mein ganz erstes Video, als ich hier angefangen habe bei YouTube. Da es sowieso viele trotzdem fragen, ob ich das jetzt nicht mache, dachte ich, ich mache heute es noch einmal. Ich will sowieso heute das zu Mittag kochen, deswegen wollte ich das heute euch auch zeigen, wie ich das mache. Eigentlich man braucht gar nicht viel für Pelmenis. Was man braucht, ist Geduld und ein bisschen Zeit. Also für die Füllung brauchen wir Hackfleisch. Ich habe jetzt hier 500 Gramm Schweinehack. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch Gewicht nehmen, auch Rinderhack könnt ihr nehmen. Nur bei Rinderhack, da werden sie ein bisschen trocken. Da empfehle ich Ihnen vielleicht einen Löffel Schmand dazu tun, dann werden sie ein bisschen saftiger. Ich persönlich mag mehr aus Schwein. Man hat schon mir öfters gesagt, lasst das Schwein weg. Aber jeder muss selber wissen, wie er das macht. Also wie gesagt, für die Füllung habe ich heute 500 Gramm Hackfleisch aus Schwein, 3 Zwiebeln, normale, nicht große und nicht klein, ein Esslöffel Salz, ein Teelöffel schwarzer Pfeffer und ein Teelöffel Paprika, scharfe. Für den Teig brauchen wir 600, ich habe jetzt hier 600 Gramm Mehl gesiebt, ein Ei, etwas Salz, so ein Teelöffel und 300 Milliliter Wasser, lauwarm. Da muss ich aber auch jetzt ehrlicherweise sagen, da muss ich auch ein bisschen gucken, ob mir das jetzt ausreicht für die Menge von Mehl oder brauche ich mehr, weil da ist so ein bisschen, auch für mich manchmal muss ich abschätzen nach Gefühl. Fangen wir an mit dem Teig erstmal. Also ich tue erstmal, da sind jetzt 600 Gramm Mehl. Ich habe es gesiebt. Da kommt direkt das Ei rein. Etwas Salz. So ein bisschen, nicht ganz gehäuft, einen Teelöffel. Jetzt werde ich versuchen, einen Teig zu machen. Also ein Ei muss schon rein. Wer vielleicht nicht mag Eier, kann man auch ohne machen. Aber dann wird der Teig nicht so, wie soll ich sagen, nicht fest. Man kann nicht so gut kleben danach. Und bei Kochen werden sie vielleicht auseinanderfallen. Also mir hat die Menge von diesem Wasser genau gereicht. Da sind jetzt 300 Milliliter gewesen und 600 Gramm Mehl und ein Ei. So ungefähr muss er auch sein. Jetzt werde ich ihn richtig kneten, damit er schön geschmeidig wird. So, mein Teig ist jetzt soweit fertig. Ich habe ein bisschen mit Mehl bestäubt. Jetzt lassen wir ihn etwas ruhen, so eine halbe Stunde. In der Zwischenzeit mache ich die Füllung fertig. Jetzt werde ich das Hackfleisch vorbereiten. Zuerst werde ich hier die Paprika reintun. Also da ist jetzt ein Teelöffel von der Paprika. Ein Teelöffel schwarzer Pfeffer. Das Würzen muss selber wissen, wie viel er will. Ich tue jetzt ein bisschen so in die Zwiebel rein und knete sie ein bisschen erstmal durch, damit der ganze Saft rauskommt. Wenn das zu viel Zwiebeln sind, kann auch etwas weniger nehmen. Aber von der Zwiebel werden sie schön saftig und schmecken gut. So, das Ganze kommt jetzt hier rein. Ich werde jetzt das schön vermengen und dann fangen wir an, den Teig auszurollen. Ich habe jetzt mein Hackfleisch so richtig durchgemischt. Er ist soweit fertig. Kann ein bisschen stehen. Und ich fange an schon mit dem Teig jetzt. Mein Teig hat sich jetzt ausgeruht. Jetzt werde ich davon so 3 Kugeln machen. Genau. Dann werde ich nochmal sie ein bisschen formen. So ungefähr muss der Teig sein. Jetzt tue ich sie mit dem Tuch zudecken, damit sie nicht austrocknen. Ich nehme mir eine Kugel schon mit und werde es ausrollen. Ich habe jetzt hier ein bisschen mit dem Mehl bestäubt und da tue ich jetzt ausrollen. Also was ich noch sagen wollte, so ungefähr muss der Teig sein.
Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zentimeter, das sind Millimeter oder wie, so ungefähr. Der soll nicht so dünn sein, aber auch nicht dick. Ich werde jetzt einen aufstechen und zeige Ihnen. Also das macht jeder anders natürlich. Ich bin das gewohnt, dass ich das so mache. So, ungefähr so müssen sie sein. Ich mache das so, dass ich nehme mir so ein Glas, da sind jetzt ungefähr so 5,5 cm. Dann werden sie nicht so groß, aber auch nicht so klein. Wenn das zu viel Arbeit ist, vielleicht kann das auch vielleicht schneiden, so Vierecke. Dann sehen sie vielleicht nicht so schön aus, aber der Geschmack ist der gleiche. Manche machen das auch so, sie rollen Kügelchen, so ein Würstchen aus und tun das alles extra ausrollen. Ich mache das nicht so, ich bin das so gewohnt einfach. Oder es gibt so eine Form für Pelmeni, es gibt sie in jedem russischen Geschäft, die verlinke ich sie unten in meinem Rezept, da können Sie sehen, wo man sie kaufen kann. Jetzt steche ich sie erstmal alle aus und lege sie so zur Seite. Jetzt werde ich sie langsam befüllen. Den Teig lasse ich erstmal liegen. Wenn ich dann mit der anderen Kugel fertig bin, werde ich sie zusammenkneten und dann weiter benutzen. Also zuerst werde ich, am besten ihr nehmt so eine und dann von der anderen Seite, weil da ist dann nicht so trocken und klebt sich besser. Nehme ich so eine rein. Hier, so ungefähr. Und zusammenkleben. So ungefähr. Am besten nehmt euch sich so eine Schale oder so Teller und dann alle so nacheinander hinlegen. Ich habe jetzt meine Pelmeni soweit fertig gemacht. Da sind jetzt ungefähr 200 Stück rausgekommen von dieser Menge. Also ich habe ungefähr 40 bis 50 Minuten gebraucht. Ich mache das immer so, wenn ich ein bisschen Zeit habe, tue ich mir gleich für 1 Kilo oder 2 Pelmenis machen, so für Vorrat, friere sie ein und dann verteile es an meine Kinder. Sie stürzen sich immer drauf, sie nehmen es immer gerne. Man hat dann immer was. Das Wasser ist jetzt am Kochen. Ich habe hier 2 Liter. Ich tue jetzt ein bisschen Salz rein, so ein bisschen Salzwasser rein. Und da tue ich die Pelmeni schon rein. Und wenn sie an der Oberfläche schwingen, dann sind sie auch fertig. Also die schwimmen schon oben. Das Wasser kocht und sie sind soweit fertig. Das sind jetzt ungefähr 5 Minuten gewesen. Ich mache das so, ich nehme so ein bisschen Butterschmalz mit und tue sie hier über die Pelmenis drauf. Das zerläuft und dann kleben sie nicht so, wenn man sie so pur essen will. Meine Pelmenis sind jetzt soweit fertig. Hat ein bisschen Zeit gekostet, aber dafür schmecken sie auch sehr lecker. Ich wünsche Ihnen guten Appetit.